Heute wollen wir uns mal mit der Situation beschäftigen, was passiert, wenn es mit dem Auswandern nicht klappt, beziehungsweise wenn es mit dem Auswandern klappt, aber man nach einigen Jahren sehen muss, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, dass der Traum zum Albtraum geworden ist und man wieder weg möchte oder zurück möchte. Genau so ist es nämlich der Familie Vogt gegangen, die nach Schottland umgezogen sind und dort ein B&B gemietet bzw. gepachtet haben, kurz vor der Corona-Epidemie und jetzt schon nach wenigen Jahren entschieden haben, dass sie wieder zurückgehen nach Deutschland, weil das Ganze so absolut nicht funktioniert hat. Dazu schauen wir uns mal einen Artikel an, der Sun, ungefähr das gleiche wie die Bild-Zeitung in Deutschland. So, hier sieht man dieses Pub, das sogenannte Pennon Inn. Das ist recht bekannt aus einem englischen Film. Also in Großbritannien kennen viele dieses Pub eben aus dem Film. Die Familie Vogt hat dieses B&B gepachtet. Die waren 2014 zum ersten Mal in Schottland, haben sich sofort verliebt. Dieses Pub, dieses B&B ist in den Highlands in der Nähe von Aberdeen. Man kann hervorragend von dort das Nordlicht sehen, Borea Aurealis. Also eine wunderbare Gegend, idyllisch gelegen, mitten in den Highlands von Schottland. So, hier die Überschrift: We are being forced out of famous Scottish village because we are not locals. Also hier wird letztlich gesagt, dass sie gezwungen werden, das Dorf zu verlassen, weil sie eben keine Einheimischen sind. Hier können wir die Familie Vogt sehen. Hier eine Szene aus dem Film. Und der Artikel geht dann eben noch weiter darauf ein, was jetzt die genauen Gründe sind. Allerdings sehr viele Details gibt es dann auch nicht. Auf der Facebook-Seite des B&Bs wurde dann auch von der Familie Vogt eine entsprechende Nachricht hinterlassen. Man hat sich hier an die Gäste gewandt über Facebook, hat auch erklärt, dass man leider die Pacht aufgibt bzw. die Pacht nicht verlängert und dann irgendwelche kryptischen Aussagen dazu eben, warum das Ganze hier so enden musste. Eben, es gab Konflikte wohl mit den Einheimischen. Ich kenne die Familie Vogt nicht. Ich kenne auch die Geschichte hier und die Gründe, die für dieses Scheitern des Traums der Familie Vogt hier letztlich verantwortlich sind, nicht. Ich habe mir mal das TripAdvisor-Profil angeschaut und andere Bewertungen. Die Kunden scheinen alle sehr glücklich dort gewesen zu sein. Die Gäste scheinen sich sehr wohl gefühlt zu haben. Also man kann davon ausgehen, dass das Business erfolgreich lief. Trotzdem eben leider diese Entwicklungen für die Familie Vogt. Und da sind wir jetzt eben bei einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, sowas kann einem leider passieren, wenn man auswandert. Egal wie gut man sich vorbereitet, egal wie oft man das Land zuvor bereist, es kann tatsächlich am Ende dann nicht hinhauen. Es gibt verschiedene Gründe, vielleicht reicht das Geld nicht aus oder man wird Opfer von Kriminalität oder es gefällt den Kindern in der Schule nicht oder irgendwelche anderen Dinge funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Es gibt beim Auswandern immer das Risiko, dass es am Ende nicht funktionieren wird und man die ganze Übung abbrechen muss. Mein Tipp für dich ist folgender. Also man muss sich natürlich zunächst mal bei der Auswanderung genau überlegen, wie hoch ist das Risiko, dass es hier zu Problemen kommt. Ich würde sagen, egal wo auf der Welt, selbst in Deutschland, wenn du in ein kleines Dorf umziehst, wo letztlich hier eine seit Jahrhundert gewachsene dörfliche Gemeinschaft besteht, wenn du dorthin ziehst als ein Ausländer, dann wird es sehr lange dauern, bis du hier letztlich in die Mitte dieser Gemeinschaft hier aufgenommen wirst. Ich glaube, das wäre auch korrekt in Deutschland. Ich selbst habe Erfahrung gemacht, als ich ein Kind war, sind meine Eltern in den Hotzenwald mal gezogen, in ein kleines Dorf für 2 Jahre und haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Meine Eltern zu der Zeit waren so ein bisschen Hippies, die haben einen großen Gemüsegarten hinterm Haus gehabt. Mein Vater hat Philosophie studiert und hat nebenher an seinen Autos rumgeschraubt und so. Wir haben da nun gar nicht hineingepasst in diese dörfliche Gemeinschaft. Und nach 2 Jahren sind wir dann auch wieder mehr oder weniger freiwillig gegangen. Ich war ein kleines Kind, ich kann mich an nichts Negatives erinnern. Aber wie gesagt, sowas kann einem auch in Deutschland passieren. Dafür muss ich nicht nach Schottland gehen. Viel wichtiger ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich denke mir, man muss sich zunächst mal selbst eingestehen, dass man scheitern darf. Ja? Man darf da nicht zu streng mit sich selbst sein, weil wie gesagt, sonst erreicht man überhaupt nichts. Wenn man Scheitern im Leben ausschließen will und ganz besonders, wenn es ums Auswandern geht, dann hat man hier ganz schlechte Karten und legt die Latte unheimlich hoch und programmiert letztlich vor, dass es schief geht. Denn
ganz ehrlich, beim Auswandern sind immer Dinge, die hier zu Problemen führen. Es kommt dann tatsächlich meistens natürlich nicht dazu, dass man nach Hause muss. Aber jeder, der schon mal im Ausland gebaut hat, der schon mal dort gemietet hat, vielleicht schon mal im Krankenhaus war mit einer schweren Krankheit, der weiß, dass doch vieles ganz anders ist und vieles einen wirklich auch herausfordern kann. Wenn man sich hier nicht eingesteht, ja, dass man hier frustriert sein kann oder wenn man am Ende sogar sich eingestehen muss, wir müssen wieder zurück nach Hause gehen oder irgendwo anders hingehen, dann kann man im Grunde genommen nicht auswandern, weil, wie gesagt, dieses Risiko ist natürlich beim Auswandern immer gegeben. Ich würde sagen, es ist bei jedem menschlichen Vorhaben gegeben, auch wenn ich ein Business gründe oder ein Haus baue oder sonst irgendwas. Bei all diesen Vorhaben ist ein Scheitern möglich oder zumindest Verzögerung und Probleme, aber beim Auswandern eben natürlich ganz besonders, weil es ist ja klar, man kommt als jemand hin, der in irgendeinem ganz anderen Land aufgewachsen ist, hat im Grunde keine Erfahrung in diesem Land und baut dort ein neues Leben auf. Es ist ganz klar, dass dies nicht einfach ist. Also als erstes würde ich dir sagen, sei relativ locker, sei relativ relaxed, gesteh dir zu, dass nicht alles hundertprozentig immer glatt läuft, dass Dinge länger dauern können und ja, dass Dinge vielleicht auch scheitern können. Ich glaube nicht, dass du deswegen den Traum vom Auswandern dann an den Nagel hängen musst, dann gehst du halt irgendwo anders hin. Vielleicht wäre es intelligenter zu sagen, okay, man geht vielleicht in eine kleinere Stadt. Nicht in ein Dorf, sondern eine Stadt mit 25.000 Einwohnern. Muss ja nicht jetzt gleich eine Großstadt sein. Da ist es oftmals schon natürlich sehr viel einfacher. Aber wie gesagt, das sind jetzt ja nur Mutmaßungen hier. Wir wissen ja nicht wirklich, warum es bei der Familie Vogt nicht so geklappt hat. Meine Botschaft an dich, lass dich nicht entmutigen, aber kalkuliere auch ein, dass Dinge schiefgehen können. Und wenn es wirklich nicht anders geht, dann quäl dich nicht zu sehr, sondern sag halt, okay, wir gehen hier weg, wir gehen woanders hin. Du wirst nicht der Erste, dem das passiert und wirst dann nicht die Letzte sein. Wenn das Thema Auswandern für dich ein Thema ist und es gibt hier steuerliche Fragen, die du gerne besprechen würdest, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch hier kennenzulernen. Seit fast 20 Jahren machen wir nichts anderes, als Mandanten helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen und dort ein neues Leben zu beginnen. Ich würde mich freuen, auch mit dir zusammenzuarbeiten und von deinem Auslandsvorhaben im Beratungsgespräch zu hören. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.